Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich hier auf meinem YouTube-Kanal besucht. Dieses Mal gibt es eine weitere Folge aus dem Gemeinschaftsprojekt von Sibi und von mir. Sibi und Louis, zwei Rheinländer, stellen vor. Und dieses Mal hat es uns in das Aachener Vorland gezogen, wobei das für uns absolut überraschend war, diesen netten jungen MOBA-Kollegen dort treffen zu dürfen. Ich hätte ihn komplett woanders verortet. Aber seht es euch selbst an und habt viel Spaß mit unserem Ronny von Ronnys MOBA. Und nach dem Video sehen wir uns wieder. Ja, da ist er ja. Hallo, lieber Ronny. Ja, hallo Ronny, sei uns gegrüßt und einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo zusammen. So, also mein Freund, das hätte jetzt ein bisschen jetzt von einem Nachrichtensprecher, ne? Einen wunderschönen guten Tag. Nicht? Man muss aber langsam anfangen, oder? Ja, begrüß mal unseren Gast hier ordentlich hier und vernünftig. Ja, genau. So, Entschuldigung, Ronny, jetzt hast du das Wort. Du kannst dich 40 Minuten austoben. Wir legen uns jetzt entspannt mal zurück. Genau. Also schön, dass du teilgenommen hast. Du bist von deinem Vorredner auch vorgeschlagen worden. Und für mich war es echt ein Fest, dich hier auch mal jetzt hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben uns live kennengelernt bei dem letzten Mal beim MOBA-Treffen in Frankfurt. Richtig. Da hatten wir leider nur dummerweise nicht allzu viel Zeit, weil irgendwie die Zeit ist auch verflogen. Ne? Also muss man schon dabei sagen. Ja. Ja, so viel umso Zeit schöner, hat man dass du jetzt hier bist und die ganze Zeit, die wir jetzt haben, ist dir gewidmet, mein Lieber. Ja, super. Vielen Dank. Also, gut, okay. Läuft. Das ist schon wieder kurz und knappe Ansprache. Das läuft schon wieder in die falsche Richtung. Ihr merkt es gleich. Nee. Der Ronny ist 42 Jahre alt, habe ich mir mal sagen lassen. Ja, das ist richtig. So, der kommt aus dem Großraum Aachen. Genau, aber mittlerweile. ist dann nicht gebürtig her. Erzähl mal ein bisschen, wo du herkommst, Ronny, was du so machst, was du so tust. So, warum du ausgerechnet das Hobby MOBA, das machen wir im zweiten Schritt. Komm, sag erst mal. Genau, aber keine sexuellen Hintergründe hier, ja? Das hatten wir im Vorgespräch, ja? Okay. Nee, passt. Ja, eigentlich ursprünglich komme ich aus Leipzig. Ja, bin da groß geworden, habe meine Ausbildung gemacht, gab keine Arbeit dort und bin deswegen irgendwann nach oder ins NRW gezogen, in das schöne Land. Ja, war zuerst in Köln, quasi in eurer Nähe. Habe da 4,5 Jahre gewohnt und auch gearbeitet. Ja, und irgendwo habe ich meine Frau kennengelernt in Köln. Ja, und dann ging es weiter Richtung Aachen. Ja, und so bin ich hier gelandet und bin da. Ja, das hat mich schon gewundert, weißt du, das ist ja so kein Öschener Jung, weißt du, von der Redensart her, ne? Ja, ne? Ich hätte also auch ihn total anders verortet. Ich hätte ihn aber auch nicht nach Leipzig verortet. Nein, auch nicht. Nee, der Dialekt hat sich nie gefestigt. Also muss ich echt sagen, ich war in der Jugend viel unterwegs und deswegen habe ich diesen sächsischen Dialekt nicht mehr da. Auch schade, kommt gelegentlich noch durch, aber... Ich hatte erst, du hast ja auch in deinem Vorspann, was du ja dann in deinen Filmen immer hast, in den Film kommen wir gleich, ganz ruhig. Da hast du ja auch immer, da sitzt du mal ganz gemütlich mit einem schicken Glas Weizen da und die Hintergründe dran. Dann habe ich dann so vom Typ her auch hier so der kommt aus dem süddeutschen Raum. Hätte ich ihn verortet. Vom Bild her. Ja. Also auf jeden Fall nicht aus Leipzig. Ja. Nee, aber es war ein schönes Urlaubsbild und ich fand es irgendwie cool, passend und ach ja, es hat Spaß gemacht damals in Tirol, wo das Bild entstanden ist. Ja, perfekt. Also dann hatte ich die Liebe dann ins Aachener Land verschlagen. Ja, genau. Das ist dann schon mal schön. Aber eins musst du mir noch erklären. Ja. Du hast ja mal was gelernt, ne? Und jetzt müsstest du Ja. erklären, was du gelernt hast und wie du dann von dem Gelernten zur Modelleisenbahn kommst. Die Brücke, die musst du mir mal schlagen. Ja, die kann ich dir schlagen, das ist kein Problem. Jetzt wird es. Ja, jetzt wird es. Also mein Traumberuf oder Wunschberuf war es nicht, den ich gelernt habe. War ganz einfach. Wir hatten in der Schulklasse aus Gaudi eine Idee entwickelt. Und zwar jeder schreibt eine Bewerbung in den Job, den er nicht machen möchte. Und ich ja, du lachst, Silvi, es ist wirklich so. Willkommen in meinem Leben. Ja, ich kann das gerade nicht hier. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Aber das ist echt mein Ernst. Da falle ich jetzt gerade mal ins Wort. Das Schärfste ist aber, du machst das, du schickst eine Bewerbung für einen Beruf, den du nicht haben willst, und trittst ihn auch noch an. Ja. Das ist schon eine Kunst. Und der Witz an der Sache ist, die Hälfte der Klasse ist in diesem Job gelandet, den sie nicht machen wollten. Ist wahr.
dass es echt war. Also das war Und total witzig. Sowas nie geplant. Und ja, aber somit hatten wir fast alle in unserem Jahrgang eine Ausbildung, was drüben im Osten eigentlich nicht selbstverständlich war. Ne? Ja, ja. War was eine wolltest du total denn nicht interessante. werden? Ach, eigentlich wollte ich in die ja, Elektrobranche irgendwo und es war unheimlich schwer, eine Ausbildung zu bekommen. Ja. Ja, und wo habe ich mich beworben? Bei der Stadt als ja, Schwimmmeister. Sehr, sehr geil. Ronny! Ja, Ja, alter Vater, hier, ey. Ich finde die Ach, Story das darf doch nicht dein knaller. Ernst sein, oder? Ich Vom doch. finde die Elektriker zum Schwimmmeister. Ich werde alt hier. Wie geil Ja, ist das denn? man hat einen Job gesucht, den man eigentlich nicht machen wollte, ne? Und das, was völlig gegenteilig ist, ne? Wie geil. sehr, Und dann sehr bist du Ja, mit deinen Elektroklamotten ins Wasser, wa? Schön Starkstromkabel und. ja, da kriegst du die besten Schwimmzeiten hin. Ja. Wie Ohne geil dass ist das das denn? Wasser verdampft ist. Naja, gut. Ja, und dann Ne? machst du das jetzt heute noch oder was machst du jetzt heute? Also, ich habe diesen Job selber, jetzt lass mich kurz rechnen, 14,5 Jahre gemacht. Das Mhm. heißt, ich habe die Ausbildung drüben beendet Mhm. in Leipzig, aber es wurde keine Arbeit angeboten. Ne? Ja, Die haben ja. dir maximal ein halbes Jahr anbieten können. Dann musstest du schauen, wo du hinkommst. Und in den, ich sage jetzt mal, 9 Bundesländern gab es keine Arbeit. Und ja, Mhm. dann schaust du halt. Und wenn du jung bist Klar. und du flexibel bist, ja, dann habe ich 6 Bewerbungen geschrieben, alles in den alten Bundesländern, hatte 6 Zusagen und hat mich damals dann für die Stadt entschieden, wo ich mich beim Vorstellungsgespräch am wohlsten fand. Oh, Wo ich einfach das Gefühl hatte, hier kommst du an, auch von der Mentalität. Und das war Mhm. damals Köln. das war cool. So, damit hat er Ja, Pluspunkte gemacht. Komm, Er hat einiges wieder gut gemacht. Hat einiges wieder gut ich gemacht, habe ihn ja, mal soeben so adoptiert. sagen. Wenn die Leute hier unsere Vorgespräche kennen würden, weißt du, dann würden die das jetzt auch verstehen, weißt du? ja, das stimmt. Ja, und dann war ich in Köln, ja, auch ein paar Jahre und habe meine Frau kennengelernt. Und meine Frau, die kam aus der Aachener Region. Ja, und dann haben wir geschaut, nach einer gewissen Zeit, ne, immer pendeln und Wochenendbeziehungen, bist du irgendwann mal leid, ne, willst ja zusammenziehen. Ja, und dann haben wir geschaut, wer zuerst woanders einen Job hat und war halt mein Fall. Also ich habe dann in der Aachener Region einen Job gefunden, bin hier hingegangen und habe dann weiter im Schwimmbad gearbeitet. Ah, Und okay. so bin ich in der Region erstmal gelandet. Und Okay, okay. irgendwann hatte ich halt keine Lust mehr auf diesen Schwimmmeister-Job, weil du Mhm. nur ein freies Wochenende im Monat hattest und die Ja, Ah, restlichen immer okay, nur ja, ja, klar. arbeiten. Und man wird ja auch älter, ne? Du weißt nicht, ob du dann im Alter noch Natürlich, gesund und fit 43. bist. Ja, aber ich habe viele Leute im Schwimmbad erlebt, die über 55 gar nicht hinausgekommen sind und versucht dann mal bis zum Rentenalter die Zeit zu überbrücken. Ja, 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 gut, das ist natürlich ja, richtig. Das ja. ist klug durchdacht, das Ne? stimmt, das stimmt. Und deswegen halt irgendwann in Ruhe überlegt und ja, irgendwann bin ich beim Land NRW gelandet, immer noch im öffentlichen Dienst. Die waren so verrückt, mich aufzunehmen und jetzt habe ich einen geregelten Dienst von montags bis freitags Das ist doch prima. und Ja. ja, Aber du machst jetzt keinen Schwimmmeister mehr? Darf man fragen, was du richtig. sonst machst? Irgendwo, also im öffentlichen Dienst bist du am Arbeiten. Genau, Okay, Verwaltungstätigkeiten im öffentlichen Dienst beim Land. ja, perfekt. Perfekt. Was Ja, willst du denn noch? Sehr schön. Was willst Hast du? du ja. Also, wenn die Nachwuchs da noch eine schon? Stelle frei Hast du haben? dich schon reproduziert? Nee, nee, lass mal. Aber wenn die da noch eine Stelle frei haben, dann sagst du mir Bescheid, Ronny. Öffentlicher Dienst und dann im Land NRW bin ich sofort dabei. Ja, gibt viele Möglichkeiten. Kommt immer drauf an, wie alt du bist. 24. Ja, das hätte ich dir Entschuldigung. gestern noch geglaubt, heute nicht mehr. Heute, heute sehe ich aus wie 26 oder was vor. Also langsam, also langsam wird das hier aber ganz schön kriminell für den Kollegen. Ja, jetzt, Nein, 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 das ist schon Nein, richtig. Also, ich mache so was Ähnliches, ja auch mit Verwaltung und Digitalisierung und den ganzen Kladderadatsch. Und genau. ich würde einfach sagen, das ist jetzt hier so, weil das ist, naja, kein Kilometer von meinem Haus weg ist die Arbeitsstelle. Also ich möchte hier, glaube ich, fertig machen. Weißt du, wie ich meine? ja. Bin Ja, jetzt Mitte 50 und ich denke, 62 muss ich, dann habe ich meine 45 Jahre voll und dann am Arsch hängt die Waldfee. Also so der Gedanke. Ne? ja, Aber gut, Theorie und das Praxis. ist mein Ding. Heute geht es hier nur um dich. Ja, Ja, prima. so ist es aber. Sehr, sehr Ja. geil. Jetzt kommen wir mal so langsam so ein bisschen. Also, wenn du magst, können wir noch ein bisschen über MOBA sprechen. Ähm, Oh, das auch noch? Sind wir dafür hier, oder? wie bist du denn dann jetzt letztendlich vom Schwimmmeister zur Modellbahn gekommen? Also, gut, du bist jetzt schon nicht mehr Schwimmmeister, das habe ich begriffen.
Aber wie bist du jetzt zum Modellbahn gekommen? Ja, eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Wie bei den meisten fängt das Hobby, was man im Alter betreibt, in der Jugend an. Ne? Und so war es bei mir. Ich hatte einen Nachbarsfreund, der hatte eine Modelleisenbahn. Ja, Mhm. das fand ich damals als kleiner Steppke richtig geil. Ne? Drüben gab es halt hauptsächlich die Spur TT. Ne? Dann bist du halt rumgefahren. Ich habe meine Eltern genervt. Ich möchte auch sowas. Ne? Ja, irgendwann habe ich halt auch mal eine Modelleisenbahn bekommen und Hm. ja, dann hast du erstmal über Jahre so dein Taschengeld investiert. Ich hatte damals Glück, mein Modellbahnladen war 200 Meter von mir zu Hause weg, ne? Und hast du Taschengeld Fatal. gekriegt. Das ist ja Ja, heute fatal. fatal. Aber damals war es okay, ne? Und sofort mit dem Taschengeld rüber und dann wieder neue Schienen gekauft, neue Weichen gekauft oder mal einen Zug oder sowas, ne? Und ja, und Geil. so lange hast du das Hobby und das hatte ich dann bis, ich sag mal, irgendwann Ausbildungsbeginn und dann ist das Hm. irgendwann eingeschlafen, ne? Ja, Platzprobleme, wenn du dann ausziehst, die erste eigene Wohnung. Ja, ja, natürlich. ja. Man kennt das. Geht, glaube ich, Ja, den meisten absolut. so. Ja, ja, genau. Absolut. In der ersten Ja, eigenen Wohnung, wenn du Sturm- und Drangzeit hast, dann hast du auch mehr den Haken an der Decke geschraubt wie die Modelleisenbahn. Ne? Also, genau das. Ja, Ne, ich hatte aber lange komm, noch. ich zeig dir meine Briefmarkensammlung. War ja früher so ja, ein Gas und Gang und hängt, Gäbe-Ding, hängt aber übrigens komm, an ich der zeig dir Decke. meine kleine Modelleisenbahn, da sind die sehr wahrscheinlich laufen gegangen, wa? Wie die Ja, Kleinen gehört haben. Wobei ich sagen muss, ich hatte die Teile zum Teil echt noch lange da und habe die dann, als ich in Köln gewohnt habe, irgendwann dann doch verscherbelt, weil ja, ich einfach gesagt habe, so, die Wohnung ist zu klein, wer weiß, ob du das jemals wieder betreibst. Ne? ja. Und dann habe ich es halt dann doch irgendwann verkauft und habe das aber dann nochmal checken lassen, weil ich keine Anlage hatte, war dann in Köln in einem Modellbahnladen, habe das nochmal, ja, die Züge halt mir überprüfen lassen. Ja, Mhm. ja. Schweren Herzens aufgegeben, aber es hat halt doch noch etliche Jahre gedauert, ne, bis das mal wieder angefangen hat. Ja, Ja, ja. klar. Ja, und warum dann jetzt von Spur, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, von Spur H0 auf N? Also es war ja TT eigentlich, aber auf N geht's richtig. Das, ja, schwierig, wie soll ich sagen? Was ist los, Sibi? Der fällt mir nur ins Kreuz heute. Ich kann dir Ich sagen, habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gelacht. ja, 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 ja. Okay, weitermachen, weitermachen. Also, wie Nein, kommt passt man schon. von Spur TT auf N? Ja, es waren die Platzprobleme, die hier eigentlich zu Hause herrschten. Hm. Ne, ich habe lange Zeit lang immer YouTube geguckt, irgendwann bin ich wieder über Modelleisenbahn-Videos gestolpert. Sascha, der war damals so der Erste, den ich mir viel angeschaut habe. Ja, und Hm. dann irgendwann, ich glaube, das war so mit ziemlich die letzte Messe in Köln, ähm, bei der ich war. Und dann bin ich mit meiner Frau hingefahren und habe einfach mal gesagt, komm, ich will mir die Größen nochmal anschauen. Aber TT, ist so viel Auswahl hast du da nicht. Aber Ja, H0 ist mir, glaube ich, zu groß. Und es war ein anderer Raum geplant, in den ich eigentlich rein sollte oder hm. durfte für meine Modelleisenbahn. Ja, und der Siehst du Raum, der auch war, durfte, hast du gehört? Durfte. Das ist ein Beruf. Da komme ich gleich nochmal zu. ja, ja, und das war halt ein kleiner Raum, da hast du überlegt, dann bist du auf der Modellbahnmesse, ne? Und dann habe ich mir ja so ein Starter-Set Spur N einfach mal mitgenommen. Eine Lok mit Sound, ne? Und habe mich dann hier im Wohnzimmer hingesetzt, auf dem Esszimmertisch die Schienen aufgebaut. Meine Frau hat Schienen gelegt und ich drehe dann so erstmal die erste Runde, weißt du, und ja, dann war es zu spät. Dann ging es los. Da war Da es war das wirklich Ding so. geboren. Ja, Genau. ja, Sehr, ja. sehr geil. Ja, Ja, und so ist das. Ist, wie aber groß? deine räumliche Beengnis, die du ja anfänglich hast, Ja. das entspricht ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so der Realität. Wie groß ist deine Bahn? Das ist ja ein Mörderteil. Ach so, Mörderteil, ja, es kommt immer drauf an. Also klar, für viele vielleicht. Am Anfang hatte ich einen Platz von, ich sag mal, 2 Meter mal 3 Meter. Ja. Mhm. So, und da habe ich Ja. mir gedacht, so, ja, H0 reicht aber trotzdem nicht für authentische Züge. Deswegen nimmst du halt dann Spur N und so. Da kannst du schöne lange Züge da auf der kleinen Anlage fahren lassen. Und ja, irgendwann sagte meine Frau, hör mal, die Sauna im Keller will ich nicht haben, die ich eigentlich bauen wollte. Und Mhm. alleine setzt du dich halt nicht rein, ne, in die Sauna am Ja. Wochenende. Ja. Und dann sagt sie, dann nimm doch diesen Raum für deine Modelleisenbahn. Ja, habe ich mich zwar riesig gefreut, ne, aber dann fing die ganze Umplanerei wieder an und hat schon einiges an Spur N. Ja, und dann bin ich halt unten jetzt in meinem Keller gelandet und ach, ich freue mich. Ist mega. Die Anlage hat eine Größe von
5,5 Meter mal 5 Meter, ist aber aufgebaut wie ein M, Ja, wobei der letzte M-Schenkel die 5 Meter nochmal hat. Die zwei ersten Schenkel, die haben halt nur 3 Meter. ja, nur 3 Meter. So. Nur 3 Meter. Ja, und ich habe mich halt für das M entschieden, weil ich dachte mir, wenn du nachher so Gebirge baust, ne, dann kannst du schön die Züge drumherum fahren lassen, hast schöne lange Fahrtstrecken und kriegst Mhm. verschiedene Möglichkeiten hin, um was darzustellen, wenn es nach oben geht. Und du hast halt einfach mehr Möglichkeiten dann. Meine Absolut, ja. richtig große, feste Platte, da musst du dir immer irgendwelche Schlupflöcher suchen, wo du durchkrabbelst, dann kommst du nicht ran. Und die Anlage ist eigentlich jetzt so geplant, dass du sagst, du kommst eigentlich in jede Ecke von außen ran. Mhm. Und von unten kannst du später hochkrabbeln, was den Schattenbereich betrifft. Das ist so Ja, der cool. Grundsatzgedanke, aber Ja, 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 Theorie und ja. Praxis. Ja, Okay. trotzdem cool. Ja, perfekt. Also Ja, an der Stelle schon mal vielen recht herzlichen Dank an die Frau vom Ronny, dass sie dann so ein Projekt hat Ab- ermöglichen können und dass Absolut, du dann auch, absolut. sag ich mal, die interessanten Filme von deinem Projekt uns alle vorstellst. Ne? Also Genau. Frau unbekannterweise Ronny, vielen lieben alles Dank. richtig gemacht. Ja. Die Frau ach Ronny. ja, da Hat habe ich denn eine deine liebe Frau Frau. sonstige Modellbahnbau-Ambitionen? Was jetzt so den Rohbau betrifft, überhaupt nicht. Ja, Wenn es vielleicht mal ins Ausgestalten geht, da sagt sie, würde sie vielleicht mal mitmachen oder so. Das wäre dann Mhm. was, wo sie sagt, okay, das kann sie sich eher vorstellen. Aber jetzt so die Elektrik, den ja. Rohbau, da sagt sie, ist sie außen vor, das ist nicht ihre Welt. Und ja, aber sie unterstützt mich ganz gut und da bin ich total zufrieden. Und War dann bei auch mir ja nicht geplant, anders. Bei mir hat die Elektrik meine Frau gemacht, ne? Neu. So, jetzt Nein, fängt er an zu werfen. Merkst du? also, Das, ja, meine, ja, ich meine, er merke, rächt meine sich Frau hat mich sehr gerade. unterstützt. Er rächt Meine sich Frau hat mich gerade. sehr unterstützt. klingt sehr ironisch. Ach Ist nee. denn, Aber hast du denn, ach so, Entschuldigung, hau raus. so gut. Also, hast du denn aber ein Anlagenthema selber hast du nicht? Oder sagst du doch, das geht schon in eine gewisse Richtung, was ein Thema angeht? Also im Moment noch nicht, aber grundsätzlich ist mal so Gebirge geplant. Also Mhm. wirklich so zum Teil Hochgebirge und der Mhm. lange Emschenkel, da soll halt mein großer Bahnhof mal hinkommen, wo du so ein bisschen Stadt mit einbaust, mit, ja, ich sag mal, Bahnbetriebswerk. Wie das Bahnbetriebswerk nachher aussieht, ob eine Mhm. Schiebebühne oder eine Drehscheibe, da bin ich mir noch unschlüssig. Mhm. Okay. Aber grundsätzlich ein schöner großer Durchgangsbahnhof und ja, du hast dann viele Fahrtmöglichkeiten. Also ich habe mehrere verschiedene Strecken, die du da programmieren kannst Hm. ja, und einige Züge Abbruch in den Berg und ja. Wir hatten ja auch mal, deshalb, ich mache jetzt gerade eine Brücke, wir hatten ja auch mal den Gerd hier, den analogen Gerd, den hatten Ja, wir. genau. Und der hat mal was ganz Interessantes gesagt. Der hat nämlich da so zweispurige Hauptstrecken und er hat den Bahnhof nicht direkt mit der Hauptstrecke verbunden, sondern der fährt eigentlich wie im echten Leben auch dran vorbei, nur wenn er dann gezielt in den Bahnhof rein will, dann fährt er halt gezielt rein. Oftmals ist es ja bei den Modellbahnen auch so, auch für die, die ich hier aufbaue, dann Ja. gehört halt, Sibi ist es auch, ne, dann ist es, Mhm. gehört halt der Bahnhof zum Streckenverlauf. Also er wird nicht umfahren. So. Und Mhm. dieses Konzept finde ich sehr interessant, vor allem dann, wenn man natürlich die räumlichen Möglichkeiten hat. Ja, 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 klar. absolut. Da habe ich Absolut. auch lange überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich habe zwar den Bahnhof jetzt eingebunden von meiner ersten Planung, aber wie gesagt, im Bau sind wir jetzt noch nicht so weit. Aber ich habe komplette Durchfahrtsgleise in diesen Bahnhofsbereich mit eingebaut, Das eingeplant, ist doch cool. Das habe dass ich ja die auch. Mhm. immer halten muss und habe den Bahnhof so aufgeteilt, dass du sagst, du hast so deine für die Schnellzüge deine festen Bahnsteige und der Regionalverkehr, der darf dann schön über dieses weichen Vorfeld tuckern, wo Ja, du dann sagst, da hast du ein richtig schönes Bild nachher. Also Theorie und Praxis, ne? Wir werden ja. sehen, was Absolut. nachher Ja. kommt. Soweit sind wir noch nicht. Theorie und Praxis ist ja, du hast ja auch schon deine leidlichen Erfahrungen gemacht. Ne? Also Ja, hast uns ja auch zum Glück, und ich finde das immer wichtig, dass man dann auch die, ich sag mal, die Community ein bisschen mitnimmt, hast uns ja davon berichtet, was du dann für, naja, so eine kleine Odyssee auch schon mit Weichen hinter dir gebracht ja, hast, beziehungsweise mit dem Thema, wo du sagst, na, vielleicht baue ich dann doch jetzt doch lieber Servus ein oder so. genau. Finde ich erstmal gut. Zeichnet dich auch an der Stelle erstmal aus. Wie bist du denn jetzt, aber ich komme nochmal auf das Thema Anlagenthema. Das, was du machen willst, okay, habe ich verstanden. Aber wie bist du darauf gekommen? Hast du einen persönlichen Bezug dazu?
Oder ist das jetzt, wo du sagst, nee, ich möchte einfach genau die und die Szenarien alles abfahren? Also Anlagenthema ist eigentlich, ich mag das Gebirge. Man macht gerne mal Urlaub da. Ich finde das halt total schön. Hier ist ja eher mehr im Flachland, wobei wir Eifler Vorland haben. Ne? Ja, Wollte gerade sagen, hier, jetzt mal Siebengebirge nicht wollte gerade schlecht, sagen. du Leipziger Total allerlei drin. da, verstehst du? Also jetzt will aber hier, du. Ich mag aber das Hochgebirge halt sehr. Ne? Mhm. Also ich finde das total schön und deswegen, weil es halt immer so weit weg ist, fand ich das halt als Anlagenthema schön. Vor allem hast du die Möglichkeiten, dann noch mehr, ich sag mal, zu spielen mit verschiedenen Hm. Fahrstrecken oder auch Zuggarnituren, wo du einfach Das sieht sagst, doch so schön der eine aus, fährt in ne? den Berg rein, ne? Da Ja. hast du direkt wieder ein Abstellgleis beziehungsweise ein Durchfahrtsgleis und ein anderer knallt wieder raus oder so. Das Mhm. fand ich dann sehr schön, weil du dann halt auch eine Abwechslung hast. Und Mhm. ja, das Gebirge hat mich halt fasziniert. Nur Bahnhof darf halt auch nicht fehlen und bei der Größe kriegst du das natürlich unter. Ja, Ja. klar. Absolut, absolut. Jetzt hast du ja hier zwei, ich sag mal, unterschiedlich geprägte Typen vor dir. Der Sibi ist einer, der sagt, ich möchte den Zügen einfach lieber zugucken. Der macht also vieles macht er automatisiert und Mhm. genießt dann einfach davor. Und ich bin halt ein Spielkind. So, also ich sage, ich will auch noch hier mit Mäuschen mal spielen. Ich will auch selber den Betrieb mal übernehmen, zumindest im sichtbaren Bereich. Wo Mhm. würdest du dich denn einordnen? Also ich muss auch sagen, so wie Sibi, Züge, die langen Züge auf der Strecke schön grundsätzlich fahren lassen und Mhm. vorne das Bahnbetriebswerk wirklich selber spielen. Ja. Ne, das ist so, wo ich sage, da kannst du schön rangieren, da kannst du ein bisschen spielen, da störst du nicht, aber auch so, wirklich mal hinsetzen, entspannen, so nach Feierabend, aber wirklich auch mal spielen. Deswegen habe ich auch eine Aber Multimaus da. Ronny, aber Ronny, auch im Bahnbetriebswerk kannst du wunderbar programmieren, einen Train Controller. Wunderschön. Ja, das kommt auch noch. Und wenn ich Probleme Wunderschön. habe, lade ich dich zu mir ein und du hilfst mir. So, ich bin mal weg. Tschüss. Ja, Du, sehr auf den geil. Weizen komme ich immer gerne ran, das weißt du. Also von Also du kriegst auch daher, zwei. ja, und ich bin ruckzuck bei dir, denk dran. Das ist keine Das ist, Stunde. also Ja, das Oerschel ist stimmt. nicht so weit fort. Ja, Aachen ist, Ja, ja, liegt ja, quasi ja. auf der Strecke. Ja, der ist ja auch schon ein paar Mal vorbeigefahren. Fährt dann immer schön nach Aachen in seinen Modellbahnladen, der sich. Nein, 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 nein. Tatsächlich habe ich in Kelmis, ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Ja? Ja, da habe ich Freunde Nee. wohnen. Ah, okay. Ja, Du ja, hast genau. Freunde? Ja, ja, klar, ich habe Freunde, die ich bezahle und ich mache hier so ein komisches Format, wo ich mitspielen darf. Oh, das läuft heute vollkommen aus dem Ruder. Nee, gar nicht. Nein, 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 tatsächlich. Ich war auch schon beim Hühnerbein. Hühnerbein. Also zu meiner Geschichte ganz kurz. Also ich bin mit meiner Frau und mit den Freunden über den Weihnachtsmarkt gelatscht vor 6, 7 Jahren, bevor ich hier angefangen habe. Und ich hatte als Kind schon mal eine Hannoverbahn, auch mit meinem Bruder zusammen. Und wie ich dann da so über den Weihnachtsmarkt schlenderte, ich meine, du kennst die Geschichte, da sind wir dann halt einfach da durch und dann kam der Hühnerbein und da bin ich da rein und ich war geflasht, was es da mittlerweile gibt. Ich habe mich ja da gar nicht mehr drum gekümmert. Das waren ja Jahre. Ja. Und ich bin dann da rein, ich habe gesagt, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und dann bin ich dann raus zu meiner Frau und ich habe gesagt, ich habe gerade mein Hobby gefunden. Ich möchte eine Modelleisenbahn bauen. Die sagt, ja, also, alles klar. Trink mal ein Wasser zwischen den ganzen Glühwein und dann können wir weiterreden, weißt du? Nee, nee, aber tatsächlich. Und jetzt mache ich Modelleisenbahn. Ne? Also so war es bei Ja, mir. Aber ja, ja, tatsächlich bin ich schon öfters sicherlich bei dir vorbeigefahren. genau. Das ist, Ja, Siehst du, so ist das. unfassbar. Ja, aber Frau und Familie stehen da hundertprozentig hinter dir, die unterstützen, wie du sagtest ja eben, eventuell würde die da auch nur ein bisschen mitbasteln. Genau. Also die macht das Also schon. ich habe da eine echt treue Seele gefunden, die mich da echt mega unterstützt. Und ich sag mal, wenn dir eine Frau freiwillig einen 25 Quadratmeter Raum zur Verfügung stellt, ungefähr, ne, und sagt, Bau, lebt da unten, viel Spaß, da sagst du nicht nein. Ne? Und Nein. selbst wenn dann Weihnachten, Geburtstage kommen und sie macht sich da Gedanken und gibt dann Tipps an Freunde, Bekannte, ne, für Geschenke oder so, Hm. und das kommt dann alles so in Modellbahnrichtung, das ist schon mega. Also, Das passt. Dann passt. Also das, da müssen wir ja hast sagen, du das denn haben wir feste auch, Zeiten, ne? an denen du raus darfst? ja, ja, klar. Ne? Man wird genauso an der kurzen Leine gehalten. Ne? Nein, also meine Frau hat ihr Hobby, ich habe mein Hobby. Manchmal kann man sagen, lebt man sich in dem Moment auseinander. Sie ist dann oben in Ja. ihrem Hobbyzimmer, ich bin unten im Hm. Keller. Ja. Darf ich fragen, was deine Mutter, was deine Frau für ein Hobby hat?
Ach, die macht ganz gerne so Handarbeit, Häkeln und so. Das ist so ihre Ah, Welt. okay. Ja, ich versuche ja immer noch meine Frau loszuwerden in ein Hobby, aber das kriege ich dann auch nicht hin. Und Häkeln passt jetzt überhaupt nicht dahin. Das passt jetzt gar nicht. Ne? Ne? Mhm. Na, sie hat sich Ah, das okay. irgendwann mal angeeignet, ne? Und die findet das schön, macht vieles selber, macht auch schon mal so kleine Geschenke, Präsente oder was auch immer. Und Ja. ach ja. Aber ich muss sagen, ihr Hobby ist auch recht groß und recht ordentlich, ne? Mhm. Da kommt dann so unsere Arbeit auch manchmal zu kurz, ne? Also ich habe ihr dann ein schönes Holzregal gebaut, damit sie dann schön ihre Wolle präsentieren kann. Also Ja, manch Wollgeschäft kann sich da hinten anstellen, okay, dass sie da okay. mittlerweile einen Vorrat hat. Wahnsinn. Ja, Okay, ja. also, Ja, du siehst es ja in unserem Hobby, ne? Was wir an Fuhrpark haben. Ich habe jetzt hier bei mir die Platte mal leer geräumt, habe eins, zwei, drei hier Dinger, Stelldinger voll und steht immer noch auf der Anlage, ne? Und das Ja, hört ja nicht also, auf, ne? Das wird ja nicht weniger, ne? nee, aber nee, überhaupt nicht. Wenn apropos ich mir Anlage überlege, und unsere Sammelwut. Du hast ja, der Besondere deiner Anlage ist ja zum einen die Größe und die Form. So, das ist ja, Ja. ja schon mal. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, thematisch und Berge, was für Besonderheiten hast du denn vor zu bauen? Ein Thema hast du ja schon mit deinem Mörder-Schattenbahnhof, den du da aufgezwiebelt hast, aber was erwartet Aber uns den denn sehen da? wir ja nicht mehr. ja, was erwartet euch? Kann ich so noch gar nicht sagen. Also ich habe mir erstmal grundsätzlich den Schattenbahnhof als Basis vorgestellt, den ich Mhm. haben möchte. Habe bewusst da unten angefangen, weil ich sage, meine Züge, die sind alle im Schnitt 1,40 Meter, 1,50 Meter lang, die stehen da Mhm. unten. Ne, Hm. und den Platz willst du haben. Ich wollte nachher nicht im Nachhinein rumbauen. Und nach oben bin ich noch unentschlossen. Also gibt es noch so ein paar Ideen, wo du wirklich sagst, so vom Thema her, Highlight oder was soll da kommen. Aber das sind Mhm. noch so ein paar verschiedene Fragezeichen. Und da jetzt erstmal der Schattenbahn auf der nächsten Ebene kommt, sobald jetzt der abgeschlossen ist, Hm. dann sind wir nochmal ein Jahr, 2 Jahre weiter, weil das kostet halt auch Geld. Ne? Ja, Ja, klar. klar. Das ist halt einfach so und das Ganze bauen. Und dann wird sich das halt irgendwann, ja, ich sag mal, zeigen, wo man Hm. wirklich hin will. Aber Okay. so, Du es wird halt merkst, noch er will uns etwas das noch nicht dauern. verraten. Er merkt, ne, er möchte, Bitte? er möchte uns das Möchte noch mir nicht nichts verraten. verraten. Nee, 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 nee. Ja, ich Ja, bin da mir hat er selber ja noch recht gar mit. nicht Hat er ja sicher. recht mit. Hat er ja Wenn recht du mit. dir, Ne, würde ich auch nicht machen. Hat er Würde ich auch recht nicht mit. machen. Alles gut. wenn, Alles gut. wenn du es nicht weißt, genau, und du hast noch so eine grobe Vorstellung, na, da will man nicht zu viel sagen, nachher sind die einen enttäuscht, dann sagen sie, du hast doch mal gesagt, nee, nee, wir warten lieber ab. Oh wei. Ja, Alles gut? ja, geht so, geht so. Trink den Gibt Weizen. bessere Tage. Ich glaube ich auch. Naja. Wie Ja, heißt das? Der super. Aue Tag? Jetzt, Was? Ist das der Aue Tag? Oder wie heißt das? Heute ist Auertag. Ja, ja. Heute ist Auertag. Ganz schlimm. Nee, ich habe also, meinen Hals zu. Ich weiß nicht warum. Ich kriege heute keine Luft und das ist alles ganz kurios. Egal. Aber, was mir hier aufgefallen ist, ne, wenn man mal so im World Wide Web guckt, ne, hat der Kanal ja noch einen Kanal. Hat der Kollege ja noch einen Kanal. Ja? Nee. Na, du hast doch einen Kanal. Na, was guckst du denn? Ich ja, sehe ihn doch hier vor mir. Guck mal, wunderhübsch. Ronny Smoba. Ronny's Wie kommt man denn Mova. auf so einen Namen und wie kommt man da drauf, YouTube zu machen? Das frage ich mich an dieser Stelle ja immer wieder. Ne? Ach, eigentlich ein ganz kompliziertes, einfaches Thema. Kompliziert deswegen, ich wollte nie YouTube machen. Das Mhm. hat mich nie interessiert. Mhm. Ich habe auch kein Instagram, ich habe kein Facebook, ich habe gar nichts in Mhm. der Form. Und dann kam Corona. Mhm. Okay. So, und mich hat es direkt 2020 erwischt. Direkt Okay. Anfang im März. Ich war bei uns in der Aachener Region einer der ersten 500 und Ach, frag mich echt, nicht, ja? ja, ja, Warst du frag auf mich Okay. aber nicht, dieser wo ist es Heinsberg, her? weißt du, warst du auf dieser Heinsberger Nein, Hochzeitsfeier da? nein, gar nicht. Ja, Das ja. ist ja der Witz. Ich war echt nur arbeiten, einkaufen und ich habe noch nicht mal Karneval gefeiert. Ne? Ja, Frag manchmal. mich nicht, wo ich den Mist her habe. Und da ich aber noch Husten hatte und der Husten nicht wegging, war ich 3,5 Wochen zu Hause mit meiner Frau in Quarantäne eingesperrt. Wow. Alter. Ja. 3,5 Wochen haben sie uns eingesperrt. Und ja, dann fällt dir irgendwann die Decke auf den Kopf. Ne? Absolut. Weil du darfst halt nicht raus, du kannst nicht einkaufen, du kannst gar nichts machen, sitzt halt nur da. Und irgendwann habe ich mir mein Handy geschnappt und habe mir gedacht, was gibt's denn da so für Programme? Da kommt sie. Guck, da kommt sie. Ne? Und habe dann Okay. da so ein Programm gefunden auf mein Handy. Also ich habe ein iPhone, da war dann so eine iMovie-App.
Und ich denke mir, was ist denn das, ne? Spiel's mal rum. Und dann habe ich mir mal so einen Trailer gebaut. Den fand ich irgendwie dann ganz nett. Habe mich mal ins Büro verpieselt, wo mal meine kleine Testbahn war. Mhm. Ähm, habe da mal so ein paar Sequenzen aufgezeichnet, mal Fotos gemacht. Und dann habe ich das meiner Frau gezeigt. Und die sagt dann so ganz trocken, ach, das ist doch voll cool. Stell das doch bei YouTube ein. Ich so, ich habe keinen Kanal. Ich bin nicht angemeldet. Die so, doch, mach doch mal. Ist bestimmt Ja, ja, cool, ne? Ja, dann, ja gut, wenn man Langeweile hat, Corona, macht man das, ne? Und absolut. so ist es halt Aber auch entstanden. Verrückte Welt, oder? ja, Absolut verrückte ist Welt aber manchmal. einzigartig, ne? Also finde ich. Das ist jetzt, also ich kenne Ja, nicht noch einen, der so einfach so aus Langeweile jetzt in Corona mal einen YouTube-Kanal geöffnet hat. Also ja, zumindest nicht in der also Nee, das ist wohl wahr. nicht ich muss zumindest dazu nicht hier bei uns sagen, unter den Modellbahnleuten, ne? Ja. ja, ja, das stimmt. Ich war immer einer derjenigen, der immer still zugeschaut hat, immer einer von den Zuschauern ohne Abos, weil hattest nie einen Kanal, Mhm. ne? Deswegen hast du auch nie irgendwas abonniert, aber du hattest so deine Kanäle, die trotzdem immer im Vorschlag kamen. Mhm. Ja, Ja, ja. und tatsächlich war der Sibi der erste Kanal, nachdem ich mich angemeldet hatte, wo ich dann auch mal geantwortet habe, auf seiner alten Anlage. Mhm. Das war das Na, erste guck. Mal, wo ich einen Kommentar überhaupt abgegeben habe. Ja, Siehst das du? siehst du mal. Vielen lieben Dank. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Genau. Genau. Ja. Er ist einer der Urväter. Ja, Ja, Das, auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich. ne, ja, und so ging es dann halt langsam los, ne, mit YouTube und ach, eigentlich, also große YouTube-Ambitionen habe ich nie gehabt, aber ich dachte mir so, das nimmst du mit als dein Tagebuch beim Bauen, ne, Hm. ja, filmst halt einfach mal und irgendwie wollte ich das aber trotzdem schick haben. Aber Naja, habe gut, mir, das ist ja okay. Das ist ja okay. ne, Ne? ja, und also, deswegen auch mein YouTube-Name, das war halt einfach aus Langeweile entstanden, aber ich habe mir überhaupt keine Gedanken über den Namen gemacht, ne. ja, Ich Mhm. habe ja, einfach nur meinen Namen und MOBA und das war's. Mehr habe ich da gar Ja, nicht. ja. ja, Ne, ist ja so auch im verständlich, das Nachhinein, passt ja auch. Du bist ja auch der Einzige, der damit auftaucht. Ne? Also, Ja, es gibt noch einen Ronny. ja, Hm. ja, Ja, die sind uns doch beide vorgeschlagen worden. stimmt. ja, Ja. super. Weißt Und du? wen haben wir uns rangeholt? Und einer kann gewinnen. Einer von Ja, beiden. Ne? Ja, ist genau. richtig. Sehr Ja, Ja, gut. das ist, Ja, ja, das du hört sich da hast, alles gut an. du hast ja ein paar Filmchen hast du schon gemacht, ne? Ich meine, 12 Stück, meine ich, hätte ich gesehen. Ey, 19 19, Entschuldigung. echt? mit Böses München. Intro. Böses München. Seid ihr So. besser informiert als ich? Ja, ja. Lass ein Primus. Na klar, 19 Videos, 505 Abonnenten, 2290 Smart-Views und seit 12.01.2020 auf YouTube. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Sehr gerne, sehr gerne. Tschüss zusammen. Da kommt der Nachrichtensprecher wieder durch. Ja, Ja, nee, ja, nee, ja, ja, ja. nee, nee, also so ein bisschen Vorbereitung gehört ja noch dazu. Ne? Also wir sitzen ja nicht einfach hier und latschern da was runter, sondern wir haben ja schon bisschen tun uns ja Mühe gegeben. Ein Ne? bisschen gucken tun wir schon. Bisschen, nur ein bisschen. Ne? Bisschen. Merkt man auch. Ja, danke schön, danke schön. Aber da wären wir ja schon beim Thema. Weil wir sind ja jetzt so langsam aber sicher, ne, geht ja die Zeit auch weiter. Zukunftstechnisch, was würdest du uns denn so zukunftstechnisch mitgeben? So für den Kanal, für unseren Kanal, für deinen Kanal, für YouTube, für das Programm hier, was wir hier machen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde an diesem Format, was ihr hier habt, gar nichts ändern. Euer Anfangsgedanke war ja mal rumzureißen und die Anlagen und Mhm. die Leute vorzustellen. Eigentlich kann man im Nachhinein froh sein, dass ihr das halt nicht so gemacht habt, weil ich glaube, für euch wäre es A, sehr teuer, sehr zeitintensiv. Ja, das stimmt. Und das Digitale, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich leicht, es ist schön, man kommt wirklich weiter rum, man Mhm. findet viele Kanäle, viele interessante Leute, manche kennt man, manche sind echt neu. Ich finde es so klasse. Also ich Mhm. will da gar nichts ändern. Ich gucke mir das immer wieder an und genieße Schön. es. Super, Dankeschön. Also finde ich mal klasse. Wobei das andere haben wir ja jetzt, also wir haben es ja nicht ganz ad Ja, acta gelegt, ne, sondern wir fangen doch jetzt tatsächlich das an. Aber das gehört Ja. jetzt erstmal nicht die hierzu. Rheinländer Objekt. So Objekt, sieht es genau. Da aus. wollte man ein So sieht es bisschen. aus. Aber ich möchte euch bitte immer mit diesem Mobilfahren sehen, ne? Ich habe Was mir auf dem fast gedacht, Titelbild ich ist. habe mir fast gedacht, wir hätten es doch lassen sollen. Ja, Ich wollte es in den Kommentaren nicht reinschreiben, aber das Mobil, das Doch, macht so absolut, aus. absolut. ja, ja. Also da hatten wir, also du musst dabei sein, kurz erklärt ist, wir sind ja mit unseren Frauen und mit diesem Gefährt bei uns hier in Sieglau, wo ich wohne, fließt so ein bisschen die Sieg und die Agger durch. Und da ist sehr, sehr viel Grün und sehr, sehr viel Wald. Und dann haben wir dann gesagt, was machen wir so als Intro oder was machen wir so als Anfangs Eyecatcher?
Naja, und dann kam ich dann auf dieses Ding, was ist ein Gefährt von meinen Eltern, da fahren die tatsächlich mit einkaufen und fahren dann, ne? Mhm. Und ja, und da haben wir zwei uns dann da drauf gesetzt und unsere Frauen haben uns dann gefilmt, fotografiert und gemacht und getan. Also, es war schon ein geiler Tag, ne? Das War ein kann man nicht schöner anders Tag. sagen. Wir haben so War ein Also, viel schöner gelacht. Tag, doch. Wir Doch haben gut. so ihr viel hattet viel gelacht. Spaß, das sieht man auf dem Foto. Ja, ja. Absolut. Doch, So, das und dann hat haben wir uns. den ganzen Scheiß, den wir dann genommen haben, die Videos und die Fotos, haben wir dann meiner Tochter nach Berlin geschickt und die macht das halt eben beruflich mit ihrem Freund und die haben uns dann dieses Intro da zusammengebastelt. Und ja, so kam dann eins zum anderen halt, ne? Ich Perfekt. fand das klasse, als ich das gesehen habe die Woche. Ich musste mir einen wegschmunzeln, aber ich Absolut, wollte es doch absolut. nicht in den Kommentaren schreiben, da wollte ich mich Ja, halt kannst du ruhig, zurückhalten. kannst du ruhig. Du Ganz weißt, ruhig machen. wir sind da sehr offen, was das betrifft. Ganz ruhig machen. No. Ja, Ja, also, mein lieber Ronny, die Zeit, die rast wie im Flug. ja, das Und stimmt. ich würde zumindest dir gerne noch die Zeit gönnen, die uns das System hier noch gönnt, die letzten Worte von dir aus zu hören. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Spaß hier mitgenommen hast. Also von meiner Seite fand ich das Genau, total klasse. Hast auch einer der, ich sag mal, der Kandidaten, die gesprudelt haben. Davon lebt das Ganze ja auch so ein bisschen. absolut, ja. Ja, fand ich richtig super angenehm. Traurig finde ich, dass wir uns nicht mehr persönlich sehen dieses Jahr. Also man weiß nicht, vielleicht Ja, Messe, es gibt vielleicht was. Jedenfalls zum MOBA-Treffen wird es diesmal nicht klappen, aber das nächste kommt ja. Also von Ja, daher. auf jeden Fall, da freue ich mich nächste auch schon kommt. drauf. Also Na, also, ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Das war auch ein Highlight, als ich euch mal persönlich in Frankfurt sehen durfte. Es war so eine totale Überraschung. Du kommst dahin, du kennst die halt alle nur vom Internet her, ne? Und Absolut, absolut. siehst du die mal persönlich. Einige Kanäle, die haben ja gar keine Gesichter und dann musst du die erstmal zuordnen, aber ich fand es total mega und ich Ja, fand es ja. schön, euch kennengelernt zu haben, genauso wie auch alle anderen auf den Treffen. Und Mhm. ja, genauso klasse finde ich es jetzt hier vorgeschlagen worden zu sein. Ja, An der Stelle nochmal danke, Franz. Ne? Grüße du hast nach irgendwo einen bleibenden Österreich. Schaden hinterlassen. Ja, Absolut. ja, und ich fand es mega. Ich habe mich richtig gefreut über die Einladung und kann nur Schön. hoffen, dass dieser Kanal oder ja, dass das noch lange lebt, ja, Ja, ja. das, was ihr solange Alles. es habt. junge Kanäle gibt und wir Spaß dran haben, wird das noch gemacht. Bestimmt. Absolut, Ja, ich absolut. glaube, das ist immer wieder gut, weil es kommen immer wieder neue Leute, die man nicht kennt. Und wie Ja, er sagt, ne, querbeet, also von Nord nach Süd, von Ost nach West. Man Mhm. findet immer wieder Leute, die man so nicht kennt und macht immer Ja, Spaß. genau. absolut. Ja, dann sage ich, fange jetzt mal an mit Verabschiedung. Ich sage, Ronny, vielen lieben Dank, dass du da warst. Also auch mich hat das sehr, sehr gefreut, dass du heute hier warst. Wir hatten ja schon in den Vorgesprächen unseren Spaß. Vielleicht sollten wir das auch mal irgendwann mal aufnehmen und dann mal so ein Outtakes von machen oder so. Outtakes, ja, ja, genau. Ja, ja, das ist ja so die Geheimnisse der Mobaner oder so. Weißt du? Tada! Das sind dann so die Jubiläumsfolgen, ne? Ja, ja, genau. Das Genau. sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber Sollten wir heute mal wäre drüber mit Sicherheit ein nachdenken. Highlight. Ja, wie gesagt, Ronny, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, dass du heute da warst und schöne Grüße in den Aachener Raum. Ich werde bald auch sicherlich wieder da vorbeifahren. Ich winke mal. Ja, mach das Also, mal. Ne? so, Ja, dann, okay, ja, du, Louis. du. Okay, ja, ich bedanke mich auch, ne, für die Einladung, für das recht nette Gespräch. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ne? Das ist ja meistens. Zeit nach Wiederholung. Ja, Können genau. wir gerne machen. Aachen ist nicht weit Alles weg, klar. oder Louis? Also, genau. Vielen Dank. Ne? Hat mich mega gefreut. Alles Okay, klar, mein Lieber. dann macht's gut, ne? Bis dann, Tschüss. ciao, Ciao, Ronny. ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bis bald. Ciao. Na, haben wir zu viel versprochen? Ich glaube, mit dem Ronny haben wir wieder einen netten, sympathischen, jungen Kollegen hier vorstellen dürfen. Es hat uns viel, viel Spaß gemacht hier und die Geschichten, die er da zu erzählen hatten, die sind wie so viele auch wieder mal einzigartig gewesen und für uns vollkommen überraschend. Tut mir einen Gefallen, besucht bitte auch den Kanal vom Ronny mal. Die Verlinkung habe ich unten in der Videobeschreibung. Lasst ihm ein Abo da. Die Filme sind es alle Male wert. Sie sind hochinteressant. Allein die er jetzt schon da oben aufgeladen hat, schaut es mal an. Sind auch immer vollgespickt mit Tipps. Von daher absolut eine Empfehlung, auch dort mal reinzuschauen. So, ihr Lieben, der nächste Film, der kommt dann wieder beim Sibi. Und hier war es das jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und ihr werdet automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Euer Louis.